Willkommen bei epische ASMR-Erlenden. Ägypten. Land der Götter und Westen, der vom Wind geflüsterten Geheimnis, wo der Nil den heiligen Stein streichelt und die Sonne mighty Uegem Glanz aufgeht. Lied ein Tal, verborgen zwischen den Hügeln. Ein Tal, in dem die Toten sprechen. Das Tal der Könige. Zwischen diesen feurigen Felsen liegen uralte Gräber. Ein still, die seit Jahrhunderten nicht gebrochen wird. Kamen, in den entfernten Nachkonstablichkeit zuchten. Und wo die Zeit stillstand. Einst diese Gräber geriet jahrhundertlang in Vergessenheit. Tutanchamun, der junge König, kaum ein Horchen der Geschichte, Dr. Sen Todd Holti über die Zeit hinaus. War kaum 9 Jahre alt, als gekrönt wird, und wird sterben, bevor das erwachsene Alter erreicht. Ägypten was noch nicht, das sein Geschichtsgerät erst begann. Seine Kindheit war von einer Revolution geprägt. Seine Family widersetzt sich den alten Göttern, baut neue Tempel und betät ein einzig Sonnian. Doch nach seinem Tod löschte Ägypten dies Hesi AUS, und mighty beinahe auch den Namen Tutanchamuns. In aller begraben, in einem bescheidenen Grab. Sein Priester hatten kaum Zeit, die heiligen Rituale zu vollenden. Der junge Pharao wurde in der Dunkelheit zurückgelassen, allein, einschalt in Leinen und Geheimnis. Mehr als 3.000 Virginen, bevor die Welt ihren Namen wieder aussprach. Im Jahr 1922 entfernte ein englischer Archäologe namens Howard Carter den Sand von einem vergessenen Trittstein. Was fand, übertraf Traum. Die Steine waren noch geschlossen, versiegelt mighty den Zeichen des Pharaos, unberührt. Dahinter wartet ein Seitdem alten Ägypten unberührt Welt. Als Carter hinenschaut, so schätze, die kein moderns Orge Erblick hat. Gold, Holz, Ebenholz, Edelstein. Objekt aus einer verschwundenen Welt. Betten in lowen Form. Fake aus Straßenfäden. Heilig Gefäß. Ein Thron, bedeckt mighty himmlischen Szenen. Mehr als 5000 Objekte wurden gefunden, jeds mighty seiner eigenen Geschichte, jeds berührt von der Ziel des jungen Pharaos. Und im Hazen des Grabes, ruht der Sarkophag, Dressage, einer in dem anderen. Als broch die Ziel des Pharaos schickten, INS Jenseits überzugehen. Der letzte war aus reinem Gold gegossen. Die Totenmask, wie legt das schönste Gesicht, das geformt wird. Gold, Lapislazuli, Obsidian. Ein Kunstwerk für die Uekeit. Ein heiteres Gesicht, das bei den Göttern schlaft. Noch hüt geht die Sonne über die stillen Hügeln unter. Und wenn der Wind über die Felsen des Tals der Könige streicht, scheint nur einen Namen zu nennen, Tutanchamun, der junge König, der das Vergessen besiegt. Als starb, kannte fast niemand seinen Namen. Und doch blieb sein Grab über 3000 Jahre lang geduldig versiegelt. Ein Storbig steinte, mighty heiligen Siegeln vers hin, überdort die Zeit wie ein regloser Wächter. Bis einsteig im Jahr 1922 sich etwas ändert. Ein hartnäckiger Engländer und sein ägyptisches Ausgraberium horten, das Pflastern des Schicksals unter ihren Fassen. Mighty Bürsten und sittenden Händen reinigten den Eingang. Was sahen, verschlug ihnen den Atem. Howard Carter lief ein kalter Schauer über den Rücken.
Im Licht seiner Taschenlampe flackert die Verheißung einer jungen Entdeckung auf. Es sei öffneten ein kleines Loch und sparten hinein. Sehen es sei etwas? Fragte Lord Carnarvon. Carter flüstert. J.A. Wunderbar Dinge. Drinnen stand die Zeit still. Goldgegenstand, Statuen, Throne. Alles bedeckt von einer Schicht jahrhundertealten Staubs. Aber es sei beruhten noch nichts. Der Fund musste mighty größte Sorgfalt dokumentiert werden. Jed's Objekt war Teil eines Grabpuzzles für die Juekit. Die Luft war stickig, erfüllt von Geschichte und Mysterium. Es schien, als wär jemand es sei beobachten, als wär das Grab noch lebendig. In einer Seitenkammer fanden die Archäologen Wächter, schwarze Statuen, die Grabkammer bewachten. Jeder Schritt in Richtung Zentrum wurde schwieriger. Nicht wegen des Gewicks, sondern wegen der Emotionen. Es sei standen kurz davor, einem vergessenen Pharao eines Gesicht zu blicken. Nachdem es sei Schichten und Türen abgetragen hatten, sahen es sei ihnen endlich. Der Steinsarkophag enthielt noch ein, und dann noch ein. 3 Schutzschichten, ein beeindruckender als. Die an dir. Bis zum goldenen Sarg. Michellos. Strahlend. Das Porträt eines jungen Gotts. Es sei öffneten den Deckel mighty äußerste Vorsicht. Und die Wahres. Ein Gesicht, bedeckt von der berühmtesten Totenmask der Welt. Es war nicht nur ein junger Mann. Es war ein Symbol der Macht, des Ruhms und der Erlösung. Howard Carter sagte nichts. Verbot sich nur. Denn in dieser Still lag ganz Ägypten. Draußen ante die Welt nicht, was es sei entdecken wird. Doch in diesem Augenblick wird Geschichte neu geschrieben. Der mighty Gold bedeckt kein König erwacht aus dem juigen Schlaf. Und als Beginn, mighty eine Steinte und einem Pflastern aus der Wüste. Dort, wo die Zeit stehen geblieben ist, beginnt Tutanchamuns Reise. Denn für die Ägypter war der Tod nicht das Ende, sondern der Beginn von etwas Größerem. Der Pharao wird mumifisiert, in Leinen gehalten und durch Amulett geschützt. Sein Körper liegt im Sarkophag, doch sein Ziel durchquert nun die Jewet. Dort, in diesem unsichtbaren Reich, steht vor dem gefälschtesten Gericht, dem Teil des Osiris. Tutanchamuns Hers wird auf ein Wage gelegt. Auf der anderen Seite, ein Feder. Die Feder von Maat, der Götten der Wahrheit und Ordnung. Neben ihm schreibt der Gott Thort das Teil. Anubis beobachtet schweigend. Wie das Hers mehr als die Feder. Wird es von damit, dem Seelenfresser, verschlungen. Ist es jedoch rein, wird der Pharao in die Aru, die juigen Gefilde, eingehen. Worin sein Ziel dieses mythisch Charakterfahrt, beginnt sich in der Welt der Lebenden das Grab zu schließen. Stein für Stein, Siegel für Siegel. Heilige Fluch wurden ausgesprochen und Beschwörungsformeln niedergeschrieben. Als, den Pharao zu schützen und zu verhindern, dass sein Ruch gestört wird. Und den Wunden der Grabkammer haben Kanzler die Reise des Pharaos gemmelt. Von seiner Begegnung mighty Ra, dem Sonnengott, bis zu seiner Ankunft im juigen Leben. Jedes Symbol ist ein Schlüssel, jede Farbe ein Zauber. Hier gibt es keine Zeit mehr, nur Glob, still und Juekit. Tutanchamun ist kein mehr. Ist nun ein Gott. Ist wiedergeboren. Hat sein Prüfungen überstanden. Sein Geist betritt den Aru, wo juig Fluss golden Felder bewassen, wo es keinen Schmerz, keinen Hunger,
keinen Tod gibt. Und während die Ziel des Pharaos aufsteht, versiegeln sein Diener die letzte Tiua, ein Steinplatt, darauf die letzten Wort. Hier ruht der Sand der Sonne, der wachte über und Ägyptens. Stor seinen Frieden nicht. Das Echo des Hammers, der auf Stein schlagt. Ein Geräusch, das Jahrhundert des Vergessens makeren wird. Niemand wird die Sen Ort je wieder betreten, bis ein junger englischer Archäologist wagt, das Schweigen zu brechen, mehr als 3000 Jahre später. Aber das ist eine andere Geschichte. Im Moment ruht Tutanchamun, unter Tonnen von Steinen, beschützt von den Göttern, vergessen von der Welt, geliebt von seinem Volk. Die Entdeckung hat die moderne Welt erschüttert. Das Grab des jungen Pharaos unberührt, als hat die seit 3000 Jahre lang den Atem angehalten. Doch nach der Aufregung kam das Flüstern. Ein kalter Wind, der aus den Wunden zu kommen schien. Ein uraltes Murmeln, das von unbestätigten Warnungen kündigt. Howard Carter ignoriert es. Er war ein Mann der Wissenschaft, ein Mann der Gegenwart. Doch sein Team begann es zu spüren. Das Grab war mighty Fluchen versiegelt. Keine symbolischen Warnungen, keine poetischen Metaphoren, sondern echte Zaubersprüche, die von Priestern geschrieben wurden, die das Jenseits riefen, den Pharao in seinem ewigen Schlaf zu beschützen. Und dann, das unvermeidlich, Lord Carnarvon, der Sponsor der Expedition, starb plötzlich in einem verheerenden Fieber. Sein Hand hüllte die ganz Nacht, unser Selbenstand word ganz Cairo dunkel. Der Strom fiel ohne Erklärung aus. Die Zeitungen nannten es schnell, der Fluch des Tutanchamun. Und obwohl Carter noch viel Jahre lebte, hatten andere nicht so viel Glück, Unfall, Krankheiten, Verschwinden, Zufall. Oder das war Echo einer Welt, die keine Storingen verseit, die alten Ägypter glaubten, der Name sei Leben, solange ausgesprochen wird, lebte die Ziel der Toten weiter. Doch wenn heilig Wohnstatt in zweit Word, forderten die Götter Ausgleich, und das Grab war geöffnet. Die Ziel des Pharaos war erwacht. Der Prozess war beendet, doch die Welt der Lebenden musste ihren Preis zahlen. Man sprach von verstörenden Träumen, von Blicken, die Besitzer folgten, von leisen Stimmen in den Hallen des Kairo Museums, als niemand mehr die war. Die heiligen Gegenstand, die Statuen, die Juwelen des Pharaos, waren bewegt, fotografiert, klassifiziert worden. Aber zu welchem Preis? Tutanchamuns Leichnam war eingewickelt, ausgewickelt, untersucht, zerstückelt worden. Als ließ sich die Juigkeit in Millimeter messen. Doch die Götter sahen so, schweigend, der, Jewet, Hut ist sein Gesicht entfällt, Tausend schauen so, und nur wenig verstehen. Denn Tutanchamun war nicht nur ein König, war ein Brücke zwischen den Welten. Und sein Geschichte ist noch nicht zu Ende. Und wenn du es jemals in deinen Träumen hörst, wenn ein sanfte Stimme deinen Namen flüstert, wie leicht, nur wie leicht, erinnert es dich daran, dass dein Ziel nicht stirbt, solange sich noch jemand an den Pharao erinnert.